Der ultimative Issey Miyake-Vergleich, den werde ich heute mal mit euch machen. Es gab viele Wünsche. Ich habe das nach hinten verschoben, weil ich viel zu tun hatte. Dann habe ich das ganz vergessen. Und ja, Le Sel de C, das Eau de Toilette gegen das neue Eau de Parfum. Im Endeffekt geht dieses Video natürlich um das neue Eau de Parfum. Das ist ganz klar. Und lohnt sich das Upgrade? Das ist ja immer so eine Frage, ne? Seit Neuestem stelle ich mich die Frage so und so immer, ob sich diese ganzen Upgrades überhaupt lohnen oder ob man eigentlich das Eau de Toilette, das sollte reichen. Allerdings darf man nicht vergessen, ein Eau de Parfum, das gab es schon früher. Aber dann sollte man vielleicht auch Schluss machen. Aber gleich vorweg, ich fand den sehr geil. Und ich habe mich schon gefreut auf den und dann bin ich gespannt, euch zu erklären oder wie ihr ihn findet, vor allen Dingen zu wissen. Schreibt mal unter die Kommentare und ich werde euch dann auch noch erzählen, ob ich Bock auf eine neue Version habe, etc. pp. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Herne. Ja, den kennen wir. Muss ich jetzt nicht kurz vorstellen. Grundsätzlich will ich den ja vorstellen, aber weil ich den Vergleich mache, werde ich mal ganz kurz das anschneiden. Das ist ein sehr schöner Ingwer, salziger Sommerduft. Also wirklich salzig, das merkt ihr. Das ist ein schönes Teil und das hat mich schon umgehauen, muss ich schon sagen. Das erste Mal, wo ich den gerochen habe oder wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, salziger Duft schon wieder, was wäre das schon wieder, so wie die Mega Mare etc. pp. Dass das natürlich nicht von der Haltbarkeit wie bei Mega Mare kommt, das habe ich gleich vorweg, das ist ja ein Monster, das habe ich gleich vorweg gedacht, aber es ist schon ein schönes Teil. Also wenn ihr Ingwer mögt und vor allen Dingen was Salziges haben wollt, mit WTW ein bisschen verfeinert, dann ist das ein schönes, geiles Teil, was auch ungefähr zwischen 6 und 5 und 7 Stunden hält, sagen wir mal so. Ist es aber perfekt, vor allen Dingen, wenn es warm ist. So, aber dann kam jetzt das Eau de Parfum raus. Den Vergleich ziehe ich gleich nochmal. Wahrscheinlich sind da jetzt Fingerabdrücke. Hier ist das Eau de Parfum. Und ich muss sagen, es ist eigentlich noch besser geworden. Ich hätte das nicht gedacht. Vielleicht ist das extrem salzige bisschen zurückgenommen worden, ist aber noch mit drin. Nein, ihr habt jetzt aber, oder was dazu kommt, ist eben Amber. So, das ist geil und Weihrauch. Also Amber und Weihrauch sind dazugekommen. Im Endeffekt ist das so ein bisschen für die warmen, sag ich mal, Sommerabende, jetzt zum Restsommer zum Beispiel, aber auch gleich vorweg muss ich erwähnen, dass die beiden Düfte auf jeden Fall, auch wenn es kalt ist, funktionieren werden, weil ich sage ja immer, frische Düfte, die Duftmoleküle, die wie soll ich sagen, die werden richtig, oder die kommen richtig nice raus, wenn es kälter ist. Solltet ihr mal testen, das sage ich schon seit Jahren. Ich finde es geil, ich trage gern Sommerdüfte, fast lieber Sommerdüfte im Winter als im Sommer. Ja, aber auf jeden Fall kommen wir zurück. Ein Weihrauch-Amberduft mit der salzigen Note, die trotzdem dabei geblieben ist. Nicht ganz so stark vielleicht wie bei Eau de Toilette, obwohl ihr merkt einfach das Salzige. Beim Sprühen, beim Tragen habt ihr immer bei beiden natürlich dieses Salzige am Start. So, ich behalte den jetzt einfach mal in der Hand. Und ich muss schon sagen, das ist schon wirklich stabil, muss man schon sagen. Ist richtig gut geworden. Und ich muss dazu sagen, dass ich kein Fan bin unbedingt von Issey Miyake. Ich habe das Original und 2 Ableger irgendwie. Aber das ganz andere oder der Rest, ich finde das alles immer ähnlich und ich finde das auch nicht spektakulär. Ich muss auch sagen, dass ich das Original Issey Miyake, der ist gut. Ich rede hier von Ihnen hier. Der ist gut, ne? Das ist gar keine Frage. Er hier. Aber es ist auch für mich ein normaler Duft. Ist jetzt nicht so geil, ne? Aber obwohl der bei vielen gut ankommt. Aber diese Reihe finde ich ja nice. Und ihr solltet den wirklich mal testen. Mein Administrator, der war ja in Hamburg, den habe ich mal kurz gezeigt. Der findet die auch gleich oder fand sie sofort gleich gut. Also wie gesagt, Issey Miyake muss man sich so ein bisschen nicht rantrauen. Das heißt, jetzt sind ja keine schweren oder was weiß ich was für Düfte, aber ich finde, ich bin immer so, wenn ich Issey Miyake höre, okay, es kommt was Neues, aber hier wirklich nice. Top bis Top Plus finde ich sogar. Ich finde den Tick besser, obwohl schwer zu vergleichen. Eigentlich sind beide wirklich gut. Und ich würde mich, komm immer hier gegen, Alter, sei doch mal ruhig. Und ich würde mich wirklich freuen, in dem Fall wirklich, obwohl ich ja sonst immer sage, übertreibt es nicht so mit den Flanker. Im Endeffekt Eau de Toilette, Eau de Parfum, Eau de Toilette.
Punkt. Reicht. Vielleicht noch das Extrait de Parfüm. So, aber da wird ja noch anderes eventuell kommen, bestimmt, weiß ich nicht. Das gleich mal Volk, weiß ich nicht. Aber dann würde ich mich tatsächlich freuen. Aber bitte, jetzt kommt der Punkt. Es sollte die Salznote bitte nie weggenommen werden, weil das ist ein Duft, der über die Salznote kommt. Also die dürfte nie weggenommen werden. Also wenn die auf die Idee kommen, noch ein Extrait de Parfüm, ein Le Parfüm, ein Parfüm, dann bitte aber auch mit der salzigen Note. Aber dann muss natürlich was anderes eingefügt werden. Also es wird vielleicht gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob Easy Miyake das jetzt, eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, Easy Miyake ist ja keine Brand, die so viel ausschlachtet, obwohl ich schon sagen muss, wie viele Ableger gibt es eigentlich von denen? Da ist das Ausschlachten dann wieder ein bisschen, naja. Aber ich hoffe nicht. Bringt noch einen raus, vielleicht das Parfüm. Das wäre vielleicht. Dann haben wir das Eau de Toilette, das Eau de Parfüm und das Parfüm. Ich glaube, das würde reichen. Wenn ihr dann noch Bock habt, das Extrait de Parfüm. Aber bitte dann Schluss. Kein Elixier, kein Le Parfüm. Oder wenn ihr das Extrait de Parfüm weglassen könnt, dann ein Elixier, whatever. Ich bin gespannt in der Zukunft oder auf die Zukunft. Aber wie gesagt, die solltet ihr, auch wenn ihr kein Easy Miyake-Fan seid, unbedingt mal testen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Weil es gibt bestimmt welche, die sagen, ja, ich mache Easy Miyake nicht, dann will ich die gar nicht testen. Bitte macht das, weil wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Fan, aber die finde ich wirklich Daumen hoch nach oben und nicht, weil da Werbung steht, sondern wirklich, in dem Fall wirklich Top-Dinger. Weil ich habe mir in der letzten Zeit genug gesagt, was nicht gut ist, da wird immer einiges mehr kommen. Das ist auch wirklich, wenn es dann wirklich so ist, mache ich auch so eine Video, weil viele ja bemängeln, ne, der Dog findet alles nur gut. Ja, ich finde vieles gut, weil ich nochmal für die Neuen, ich gebe jedem Duft eine Chance. Es gibt auch keinen Duft, der für mich eine Null ist. Es gibt ja wirklich auf Parfumo, die wirklich mit Null bewerten. Das ist ja absoluter Käse. Hundescheiße ist Null. Ich wiederhole es immer wieder. Jeden Duft eine Chance geben. Natürlich kann man 3 bewerten, aber ich glaube, der schlechteste Duft ist 2,5 bei mir. Aber sonst, man sollte schon, das sind Düfte, man muss schon ein bisschen die Leidenschaft haben. Und wenn ich dann wirklich was zu bemängeln habe, wo ich sage, ich bemängel meistens auch nur, ich mache auch nur wirklich so, sag ich mal, in Anführungsstrichen negative Videos, wenn ich wirklich was zu bemängeln habe, wenn ich wirklich sage, stopp, das geht so nicht, dann kommt sowas. Aber es bringt jetzt nicht zu sagen, was weiß ich, da extra also ein extra negatives Video zu machen, wenn es einen Kritikpunkt gibt. Das macht für mich keinen Sinn. So, und deswegen, naja, das kann man so erwähnen mal, das kriegt man dann nicht so mit, aber im Endeffekt jeden Duft eine Chance geben. Also wollt ihr Ingwer und bisschen Vetiver und Salz, dann das Eau de Toilette und wollt ihr dazu ein bisschen Amber und Weihrauch noch, dann das Eau de Parfüm. Also wirklich nice. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann war's das und bis zum nächsten Mal.